Das Internet ist voller Tipps, wie man aus seinem im Supermarkt gekauften Basilikum unendlich viel Basilikum zaubern kann. Und auch, wie man sein Basilikum richtig ernten muss, damit man kräftige, buschige Pflanzen bekommt und richtig viel Basilikum ernten kann. Aber wie funktionieren diese Tipps? Das schauen wir uns heute mal an. Spoiler Alert, die Antwort lautet mal wieder Hormone, aber es gibt noch einen weiteren Faktor, der auch eine Rolle spielt. Hallo und willkommen im Molekularen Garten, wo wir uns anschauen, wie Pflanzen so genau funktionieren. Und heute geht es um Basilikum. Jeder kennt wohl dieses Basilikum im Topf aus dem Supermarkt. Viele Pflanzen auf engem Raum, lange Stiele. Wie man aus so einem Topf Basilikum für ein ganzes Leben erhält, kann man auf vielen Seiten im Internet nachlesen und auch wie man es ernten sollte, um möglichst produktive Pflanzen zu bekommen. Diese Tipps gehen darauf hinaus, dass man Stecklinge aus den Trieben macht, man schneidet sie ab und stellt die Stiele in Wasser. Die machen dann neue Wurzeln und man kann sie einpflanzen. So hat man aus einer Pflanze eine neue gemacht, man hat sie geklont. Die ursprüngliche Pflanze wächst weiter und man hat noch eine neue. Wenn man das jetzt immer so weitermacht, dann hat man nach einer Weile ganz schön viel Basilikum. Abschneiden sollte man den Stängel knapp über einer Blattachsel, also die Stelle, an der die Blätter am Stängel wachsen. Denn dann wachsen hier aus den Blattachsen neue Sprosse hervor und man hat gleich zwei anstelle von einem Stängel. Soweit, so gut. Aber im molekularen Garten wollen wir natürlich wissen, was eigentlich dahinter steckt. Schauen wir uns mal an, wie Basilikum eigentlich normalerweise wächst. Da ist ein Stängel ohne Seitentriebe. Das liegt an der Apikaldominanz. Apikaldominanz beschreibt, dass das Wachstum von Seitentrieben unterdrückt wird und nur der Haupttrieb wächst. Apikal heißt so viel wie an der Spitze, also beim Basilikum hier die Gipfelknospe, die immer weiter hochwächst. Die Gipfelknospe unterdrückt Seitentriebe. Aber wie? Eine Teilantwort lautet Hormone. Und zwar ist wieder mal Auxin im Spiel, zusammen mit Zytokininen und Strigolactonen. Auxin wird in der Sprossspitze gebildet und von Transportproteinen den Stängel heruntertransportiert. Zytokinine und Strigolactone werden in den Wurzeln gebildet und im Leitungsgewebe den Stängel hochtransportiert. Das Verhältnis der verschiedenen Hormone bestimmt, ob Seitentriebe produziert werden oder nicht. Normalerweise werden im Basilikumstängel keine Seitentriebe gebildet. Wenn man jetzt die Pflanze köpft und die Gipfelknospe entfernt, dann fehlt das Auxin, das Hormonverhältnis verschiebt sich und die Achselknospen, die hier schon auf der Lauer lagen, können wachsen und Seitentriebe bilden. Aber Hormone sind diesmal nicht alles, es gibt noch einen weiteren Faktor, und zwar Zucker. Der wird während der Photosynthese in den Blättern gebildet und dann zur Gipfelknospe transportiert. Diese funktioniert als starke Kohlenstoffsenke und saugt quasi den Zucker an sich. Für die Achselknospen bleibt nichts übrig. Fehlt die Gipfelknospe, dann kann der Zucker nicht mehr dahin wandern und wird stattdessen in die Achselknospen umgeleitet. Neben dem verschobenen Hormonverhältnis haben die Achselknospen jetzt auch durch den Zucker die Energie, die sie zum Wachsen brauchen. Und sie treiben aus. Die Apikaldominanz ist in verschiedenen Pflanzen verschieden stark ausgeprägt. Darum wachsen manche Pflanzen eher lang und hoch und andere eher niedrig und buschig. Basilikum hat eher starke Apikaldominanz, Tomaten dagegen schwache. Da bilden sich schon früh Seitentriebe, die man dann für eine ertragreiche Ernte entfernen muss. So, die Apikaldominanz erklärt also, wie man Basilikum ernten muss, damit umso mehr nachwächst. Aber wie sieht es bei den Klonen aus? Warum bilden die abgeschnittenen Stängel Wurzeln? Na, wer kann es erraten? Die Antwort lautet natürlich Hormone. Und zwar die gleichen wie bei der Apikaldominanz. Kurzes Recap.
Auxin wird oben im Spross gebildet und Richtung Wurzel transportiert. Strigolactone und Zytokinine werden in den Wurzeln gebildet und wandern Richtung Spross. Und wieder sorgt das Verhältnis der Hormone dafür, dass keine Wurzeln am Stängel gebildet werden. Die Strigolactone und Zytokinine unterdrücken das Auftreten von dieser Art von Wurzeln. Fehlen jetzt die Wurzeln, fehlen auch die Strigolactone und Zytokinine und es bilden sich neue Wurzeln. Das war's für heute. Jetzt wisst ihr genau, wie ihr die Hormone vom Basilikum zu eurem Vorteil nutzen könnt, um eine fette Ernte einzufahren. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm gerne ein Like und abonniert meinen Kanal unten. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss!